Du möchtest mehr Views für deine Videos auf YouTube? Der einfachste Weg dahin ist, den YouTube-Algorithmus für dich arbeiten zu lassen und durch Video-SEO dafür zu sorgen, dass deine Inhalte in den Suchanfragen ganz oben stehen. In diesem Video zeige ich dir, wie das geht. Wenn du an SEO denkst, kommen dir vielleicht als erstes Webseiten in den Sinn. Und daher kommt der Begriff auch. SEO steht für Search Engine Optimization, auf Deutsch Suchmaschinenoptimierung. Und die kannst du auch für die zweitgrößte Suchmaschine der Welt nutzen, für YouTube. Wenn du den einzigartigen Algorithmus von YouTube verstehst und deine Inhalte passend dazu optimierst, kannst du deine Videos direkt in die Feeds der Zuschauer leiten. In diesem Video zeige ich dir, wie du mit den richtigen Tags, Beschreibungen und Titeln dein Video zu einem Superstar der Suchmaschine machen kannst. Der YouTube-Algorithmus ist darauf ausgelegt, den Nutzern genau das zu bieten, was sie interessiert. Die Grundlage dafür ist eine komplexe Mischung aus Faktoren wie Relevanz, Engagement und Videoqualität. Sie entscheidet darüber, welche Videos an die Spitze gelangen. Aber es geht nicht nur darum, was angeschaut wird, sondern auch darum, wie die Zuschauer interagieren. Von der Länge der Aufrufe bis hin zur Anzahl der geteilten Videos. Jede Aktion erzählt YouTube etwas über die Wirkung des Videos. Das Ziel der SEO-Optimierung für YouTube ist also, diesem Algorithmus Signale zu geben, die dafür sorgen, dass unsere Videos in einer überfüllten digitalen Landschaft herausstechen. Keywords sind die Suchbegriffe, die User auf YouTube eingeben, um neue Inhalte zu finden. Damit du überhaupt etwas optimieren kannst, musst du dir als erstes überlegen, bei welchen Suchbegriffen du möchtest, dass deine Inhalte angezeigt werden. Die Beherrschung der Keyword-Recherche für Videos ist deshalb entscheidend für die Sichtbarkeit. Gute erste und kostenlose Ansatzpunkte sind der Keyword Planner als Bestandteil von Google Ads und die Autofill-Funktion von YouTube, um herauszufinden, wonach dein Publikum sucht. Schau dabei über das Offensichtliche hinaus. Synonyme, verwandte Fragen und thematische Variationen bieten ein breites Netz an Keywords, die du in die Metadaten deines Videos aufnehmen kannst. Integriere sie auf natürliche Weise in den Titel, die Beschreibung und die Tags. Wenn die Keywords YouTube sagen, worum es in deinem Video geht, sagen die Engagement-Statistiken, wie gut deine Inhalte bei deinem Publikum ankommen. Der offensichtlichste Wert ist die Zahl der Views. Gerade für kleine Kanäle, die ganz am Anfang sind und sich vielleicht mit einem Nischenthema beschäftigen, ist es aber sehr schwierig, direkt sehr viele Views für einzelne Videos zu bekommen. Daher sind andere Faktoren für die SEO-Optimierung zum Kanalaufbau viel relevanter. Denn wer ein Video lange anschaut, kommentiert, liked oder an andere weiterleitet, zeigt damit eindeutig sein Interesse. Und dieses Interesse lässt sich in Relation zur Gesamtzahl der User setzen. In der Analytics-Funktion von YouTube Studio findest du Statistiken zu den wichtigsten Kennzahlen des User Engagements. Schau dir an, welche Videos besonders gute Werte in den jeweiligen Kategorien haben und versuch dich bei neuen Videos daran zu orientieren. Die Verweildauer ist ein Wert, auf den du gerade am Anfang viel Wert legen solltest, da er einerseits für dein Rating wichtig ist, aber andererseits auch tatsächlich sehr viel darüber sagt, was gut bei deinen Zuschauern ankommt. Eine durchschnittliche Verweildauer von 50 bis 60% der Gesamtlänge des Videos gilt dabei für viele Themen als solide, wobei höhere Prozentsätze natürlich immer besser sind. Um die Betrachtungsdauer zu erhöhen, kannst du auf verschiedene Dinge achten. Produziere Videos, die von Anfang an fesselnd sind. Die ersten 15 Sekunden sind entscheidend. Achte darauf, dass deine Inhalte gut strukturiert und aufbereitet sind, damit das Interesse erhalten bleibt. Vermeide häufige Fehler, wie zum Beispiel eine verwirrende und damit falsche Reihenfolge, die dazu führen kann, dass Zuschauer schnell wieder abspringen. Halte deine Videos kurz und bündig. Zu lange Videos können die Zuschauer abschrecken, vor allem wenn der Inhalt nicht fesselnd oder relevant ist. Ermutige die Zuschauer zur Interaktion, indem du sie aufforderst, dein Video zu liken, zu kommentieren und zu teilen, was du übrigens auch sehr gerne mit unserem Video tun darfst. Ein gutes Thumbnail funktioniert wie ein Schaufenster, das den Betrachter mit einem visuell ansprechenden Blick auf dein Video anlockt. Es sollte die Kernbotschaften oder Emotionen des Videos klar darstellen und dabei Interesse wecken, ohne etwas Falsches zu versprechen. Und auch die Gestaltung des Titels ist eine hohe Kunst. Er muss einprägsame Sätze, die potenzielle Zuschauer anlocken, mit dem strategischen Einsatz von Keywords zu SEO-Zwecken verbinden. Stell zum Beispiel eine Frage oder deute eine Geschichte an. Titel, die Neugierde wecken, können zu höheren Klickraten führen und damit das SEO-Ranking verbessern. Fass dich außerdem kurz. Zu lange YouTube-Titel werden in den Suchergebnissen abgeschnitten. Als Faustformel verwende Titel unter 60 Zeichen. Füge Zahlen oder Listen ein.
Titel, die auf einer Liste hinweisen, wie zum Beispiel 5 Top-Tipps oder 3 Geheimnisse zu, sind in der Regel gut, weil sie klare Erwartungen an die Struktur des Inhalts wecken. Auf jeden Fall solltest du auf Clickbait verzichten, sondern mit deinem Thumbnail und Titeln den Inhalt des Videos genau widerspiegeln. Denn wer sofort wieder abspringt, reduziert die durchschnittliche Verweildauer. Und über die haben wir ja gerade schon gesprochen. Mit YouTube Analytics kannst du auf wichtige Kennzahlen und Berichte zugreifen, die dir helfen, die Leistung deiner Videos und Kanäle zu verfolgen. So erfährst du zum Beispiel, wie die Zuschauer deine Videos finden, wie lange sie sich ansehen und welche Aktionen sie nach dem Anschauen ausführen. Es ist besonders wichtig, die Interaktion der Nutzerinnen und Nutzer auf Videoebene zu verstehen, da du so nicht nur erfährst, was deine Zuschauer sehen, sondern auch, wie sie sich durch Likes, Shares, Kommentare und mehr mit deinem Inhalt auseinandersetzen. Darüber hinaus können Analysen Trends aufzeigen, zum Beispiel, welche Geräte deine Zuschauer zum Anschauen deiner Videos verwenden, damit du deine Inhalte entsprechend anpassen kannst. Wenn beispielsweise ein großer Teil deiner Zielgruppe deine Videos auf mobilen Geräten anschaut, solltest du deine Videos für kleinere Bildschirme optimieren und sicherstellen, dass deine Titel und Vorschaubilder auf mobilen Geräten klar und deutlich lesbar sind. Bei effektiver Suchmaschinenoptimierung auf YouTube geht es nicht nur um die Optimierung für die Algorithmen der Plattform, sondern auch darum zu verstehen und zu vermitteln, wonach dein Publikum sucht. Bei YouTube Analytics findest du viele Informationen, mit denen du arbeiten kannst, um so bessere Beschreibungen, Tags und Titel zu erstellen, die bei deiner Zielgruppe gut ankommen und die Sichtbarkeit deiner Inhalte auf YouTube verbessern. Wenn du diese Daten regelmäßig überprüfst, kannst du deine Strategie mit der Zeit verfeinern und dich auf das konzentrieren, was am besten funktioniert. Das kann bedeuten, dass du die Art deiner Videos, die Keywords, auf die du dich konzentrierst oder sogar den Zeitplan für deine Beiträge anpasst. Das Ziel ist es, die datengestützten Erkenntnisse aus der Analyse zu nutzen, um Inhalte zu erstellen, die nicht nur gut in den Suchergebnissen ranken, sondern auch die Zuschauer dazu bringen, immer wieder zurückzukommen. Wenn du in die eigentliche Produktion deiner Videos gehen willst, sind in Unternehmensvideos Interviews ein wirkungsvolles Mittel, um eine authentische und persönliche Botschaft zu vermitteln. Aber wie kannst du sicherstellen, dass deine Interviews ansprechend und relevant für dein Publikum sind? In unserem nächsten Video stellen wir dir die 6 besten Interviewformate vor, die du in deinen Unternehmensvideos verwenden kannst, um die Aufmerksamkeit deines Publikums zu erregen und es bei der Stange zu halten. In dem Video erfährst du nicht nur, welche Interviewformen es gibt, sondern auch, wie du sie umsetzen und effektiv einsetzen kannst. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei MindMapped. Mit Videos mehr erreichen.